Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, Sie finden sich wieder in der Miniserie Hundekopftypen Teil 1 bis 9. Im ersten Teil sahen Sie die Bullen, es folgten die Scouts, dann kamen die Bären, dann die schönen Romeos, danach die Wölfe und heute präsentiere ich Ihnen die Racer. Also bis gleich. Ja, die Racer, die Sprinter, die Gasgeber, Hunde mit schlanken Köpfen, langen Fang, die ihnen sofort vermitteln, ich bin wahnsinnig schnell. Ich habe mich hier heute für 21 Hunderassen entschieden, die diesen Hundekopftyp Racer zu 100% darstellen. Ja. Und dieser Hundekopftyp hat viele Fans. Ja. Mit Sicherheit werden Sie in diesem heutigen Video einige Hunderassen vermissen, die ohne weiteres auch zu diesem Hundekopftyp Racer zählen könnten. Ganz sicher, ja. Aber die von mir heute hier gezeigten, die sollen stellvertretend für alle Hunde sein, die diesen Kopftyp vorzeigen. Ja. Zum Schluss möchte ich zu diesen Hunden, die Sie heute sehen, die häufig unterschätzt werden, noch etwas ganz Wichtiges sagen. Genug gequatscht, sehen wir uns die Racer mal an. Film ab!
Nun, Sie haben schon bemerkt, Sie sind hier ausnahmslos Windhunde. Windhunde zählen zu den schnellsten Säugetieren auf unserem Planeten. Haben Sie sicher gewusst. Der Greyhound zum Beispiel, der schnellste Hund der Welt, der wird nur vom Geparden und vom Gabelbock geschlagen. Also das sind wahnsinnig schnelle Tiere und es sind sehr unterschätzte Hunderassen, werden häufig belächelt aufgrund ihrer schon gewöhnungsbedürftigen Anatomie. Sehr schlanker, langer Kopf, tiefe Brust, hoch aufgezogener Bauch, dünn, fast schon dürr, mit mächtigen Hinterläufen etc. Das ist eine Anatomie, die muss man schon mögen. Doch ich muss ehrlich zugeben, viele Windhunde gefallen mir sehr gut. Ja, Windhunde sind mit Sicherheit nicht die erste Wahl, wenn Sie es auf den Abrichtesport abgesehen haben. Ganz sicher nicht. Und auch nicht die erste Wahl, wenn Sie es auf einen Wach- und Schutzhund abgesehen haben. Ebenfalls ganz sicher nicht, mit einigen Ausnahmen. Irish Wolfhound stellt einen guten Wach- und Schutzhund dar. Schottischer Hirschhund kann einen guten Wach- und Schutzhund darstellen. Auch der russische Barsoi kann das. Und wenn wir etwas über die Grenze der Windhunderassen drüber schwimmen, aber immer noch bei der Kategorie Windhunde bleiben, könnte ich Ihnen hier zum Beispiel den indischen Rajapallayam empfehlen, der ebenfalls zu den Windhunderassen zählt. Den habe ich Ihnen aber heute hier nicht gezeigt. Und der einen vorzüglichen Wach- und Schutzhund darstellt. Unterschätzt deshalb, weil diese Hunde sind nicht nur Läufer, die sind nicht nur schnell, die haben viel mehr los, als man glauben möchte. Wie gesagt, nicht unbedingt die erste Wahl für den Hundesport, Abrichtersport oder als Wächter, Beschützer. Ne? Das nicht. Aber diese Hunde sind in der Familie alle extrem zärtlich, sanft und elegant. Ja? Im normalen Ruhezustand. Selbstverständlich können auch Windhunde zu Hause ihre 5 Minuten haben und zeigen, ähnlich wie Bulltiere. Ich sah da erst vor kurzem einen Whippet im Kreis laufen wie einen Besessenen. Ja, klar, können die ihre Energieausbrüche haben, aber im Normalfall sind die im Ruhezustand auffallend ruhig, sanft, zärtlich, verschmust in der Familie. Draußen können die Stoff geben, extrem Stoff geben. Wie gesagt, Geschwindigkeit, das ist deren Welt. Aber der Kontrast zu diesem verschmusten, zärtlichen, sanften Zuhause ist irre, wenn es darum geht, wenn es um ihre Reaktion geht, wenn Tiere vor ihnen die Flucht ergreifen. Und hier sind Windhunde häufig mit Vorsicht zu genießen, liebe Zuseher. Glauben Sie mir das. Selbstverständlich habe ich mit dieser Kategorie Hunde bei weitem nicht so viel zu tun gehabt wie mit der Kategorie Gebrauchshunderassen, Molosser, Bulltiere und so weiter. Doch ich hatte zu tun mit Greyhounds, ich hatte zu tun mit Afghanen. Ich könnte Ihnen hier jetzt einige Geschichten erzählen, möchte Ihnen auch 2 Geschichten erzählen und hier speziell über den Greyhound. Wir hatten bei uns am Platz ein Mitglied, das mit einem anderen Hund trainiert hat, aber im Besitz einer Windhunderennbahn war. Und selbst hatte diese Dame 8 Greyhounds. Irgendwann mal beschlossen wir, uns dort einzufinden und das Ganze, die Welt der Hunderennen anzusehen. Wir haben da etwas fachgesimpelt über das Ganze. Ich ließ mir vieles erklären. Sehr interessantes Thema. Und wir sprachen natürlich auch über die Rasse Greyhounds. 8 riesige, schlanke Raketen waren das. Und da wurde mir gesagt, und diese Dame hatte wirklich Ahnung von Windhunden. Also wenn die keine Ahnung hatte, dann hat niemand Ahnung von Windhunden. Die hat mir gesagt, dass die Greyhounds einzeln ein Genuss sind. Im Rudel allerdings sind das Killer. Nichts, was vor ihnen davonläuft, ist vor ihnen sicher. Sei es eine Katze, ein Hase, ein Reh oder ein kleiner Hund. Windhunderassen zählen mit Sicherheit zu den Hunden, die sich am intensivsten triggern lassen, wenn etwas vor ihnen davonläuft. Hunde, die in solch einem Fall einen enorm stark ausbrechenden Jagdtrieb zeigen. Das ist nun mal so. Vor nicht allzu langer Zeit geschah etwas Schreckliches hier in Wiener Neustadt. Das ist die Nachbarortschaft von uns.
Wir haben hier einer der größten Hundefreilaufzonen Europas mit einem großen Waldstück. Es muss einige Jahre her sein jetzt. Ich habe das erzählt bekommen von einer ehemaligen Nachbarin, die 2 kleine Hunde hatte. Und zwar trat dort in die Hundefreilaufzone eine Dame mit 2 erwachsenen Greyhounds ein und ließ sie von der Leine. Die erblickten einen spielenden Yorkshire Terrier und begannen auf den zuzustürmen. Der Yorkshire Terrier sah das, hat sich erschreckt und ergriff die Flucht. Einer der Greyhounds packte ihn und verschwand mit ihm im Wald. Die Hundebesitzer wurden panisch, versuchten dem Greyhound zu folgen, fanden ihn aber nicht. Nach 10 oder 15 Minuten kam der alleine wieder zurück aus dem Wald und man begab sich auf die Suche nach dem Yorkshire Terrier, den man auch fand, totgebissen. Der war eine Beute für den Greyhound. Ist vor ihm davongelaufen, Jagdtrieb, drauf, zack, bumm, und das war's. Ich möchte diese Hunde nicht schlecht reden. Und schauen Sie, als YouTuber, egal in welcher Sparte, ob das die Kynologie ist oder ob das die Sparte der Parfums ist oder die Sparte der Autos oder des Kampfsport ist, man kann es niemals jedem recht machen. 10 Leuten gefällt, was ich sage, 10 Leuten gefällt es nicht. Es ist nun mal so. Ja. Also da muss ich durch. Und mir ist klar, dass ich Kritik einfahren werde, wenn ich heute sage, Windhunde können einen extrem starken Killerinstinkt entwickeln. Das ist Fakt, da fährt der Eisenbahn drüber, das ist für mich in Stein gemeißelt. Und da kann Kritik hageln, was will. Ja. Das ist nun mal Fakt, ich bin mir sicher. Und dahinter stehe ich, dass speziell die Kategorie der Windhunderassen auf der Stufe der Katzentöter ganz oben sind. Ja. Ganz oben sind. Also mit sicher zu den engagiertesten Katzenkillern unter den Hunden gehören. Wenn Sie zum Beispiel mit diesen Hunden in einem ländlichen Gebiet unterwegs sind, wo viele Freigängerkatzen sind, Ihr Hund eventuell nicht an der Leine ist, Greyhound, Saluki, Slugi, Galgo, eventuell auch Whippet, sich eine Freigängerkatze dazu entschließt, zu flüchten und nicht aufbäumt, dann wird sie der Windhund verfolgen, wird sie einholen, wird sie töten. Das ist nicht erst einmal geschehen. Das möchte ich sagen. Ja, also das ist ein total konträrer Hundetyp, so sanft, zärtlich, elegant, verschmust, die zu Hause sind, ruhig, harmlos. Wahnsinn, ja. So böse können die sein auf alles, was vor ihnen davonläuft. Ist so, ja. Da können Sie mich jetzt kritisieren, was Sie wollen. Ich weiß, dass es so ist. Ja. Nochmal zurück zum Hundekopftyp Racer. Selbstverständlich hätte ich hier noch 30, 40, 50 andere Hunderassen hineinpacken können, die ebenfalls einen recht schmalen Kopf mit langen Fang zeigen, bei denen man sofort sieht, ui, die sind schnell. Ja. Doch wie gesagt, ich habe mich jetzt nur für die Windhunderassen entschieden, die sollen stellvertretend für diese Hunde sein. Es gibt viele Fans dieses Hundekopftypen und vielen sind aber diese echten Windhunderassen etwas zu sehr Racer. Ja, dann können sie ja ausweichen. Und wenn ich Ihnen zum Beispiel hier den englischen Collie, die Lassie bringe, ja, in Kurzhaar oder in Langstockhaar, ähnlicher Kopftyp oder einige Pinscherarten etc. 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 Alles schon ein klein wenig kantiger, aber immer noch zu 100% dieser Kopftyp Racer und dass auch ein Collie wahnsinnig schnell sein kann. Das wissen wir. Ich möchte nicht so weit gehen und den Dobermann als Hundekopftyp Racer bezeichnen. Da würge ich mich gleich lieber selber. Außer Sie haben einen wirklich windigen Dobermann aus US-Linie, denn dort drüben sind die bei weitem windiger als bei uns in Europa. Aber ein kräftiger Dobermann, egal ob Rüde oder Hündin, hat schon einen weit kantigeren Kopf als diese typischen Racer. Ja. Gut. So viel zu den Racern. Hunde, die ich sehr interessant finde. Nicht unbedingt meine Favoriten, aber ich finde sie sehr interessant und nicht unhübsch. Die haben was. Ja? Die haben was. Ja, Teil 7, Teil 8 und Teil 9. Alle diese 3 Teile werden ziemlich kantig. Weit kantiger als zum Beispiel die Racer oder die Romeos. Ja, schon in der Kategorie der Wölfe oder der Bären oder der Bullen zu Hause. Ja? Sehr interessant. Lassen Sie sich überraschen. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.